Ist das nicht herrlich? Campen direkt am Sorpesee. Egal, ob mit dem Wohnmobil, so wie ich, oder mit dem Wohnwagen. Sie können hier auch zelten oder in so einer Glampinghütte übernachten. Es gibt auch ganz wenige, die das Glück haben, hier fast das ganze Jahr über zu wohnen. Das sind unsere Dauercamper, so wie Nadine und Marcel, die ich jetzt mal besuchen werde. Moin. Moinsen. Hi, Daniel. Marcel, hi. Boah, das ist ja wirklich Premium hier. Kann man ja gar nicht anders sagen. Hi. Hi. Hi, ich bin Daniel. Nadine, hi, Hallo, Daniel. grüß dich. Das ist ja wirklich der Knaller, oder? Ja, nicht schlecht, oder? Ha? Also Bisschen der wie Blick- Kanada. Ja, ein bisschen wie Kanada, genau. Man muss gar nicht so weit reisen, ne? NRW hat doch alles zu bieten. Alles, Ja, absolut. alles vor der Haustür. Komm, wir setzen uns mal. Ja. Ein bisschen genießen. Hast du auch was zu trinken für mich da? Ich frage mal so ganz. Ja. Natürlich. Ja? Koffeinhaltige Limonade? Ja, komm. Wirklich, wirklich genial, muss man echt sagen. Das kann man genießen, auf jeden Fall. Ich frage mich, warum noch in Urlaub fahren, wenn man das hier jedes Wochenende haben kann, Genau oder? so ist das. Wir haben allen Urlaub nächstes Jahr Schön, storniert. Wir Ja? kommen einfach Super, hierher. danke. Dankeschön. Also ich sag gerade schon, warum in Urlaub fahren, ne? Wenn man so eine Lage hier hat und so einen Ausblick direkt am See. Schön, dass du es erkennst. Ja, also da Den fehlt, Mehrwert. Ja, also da braucht man nicht viel Talent, um das zu erkennen, muss ich mal Absolut. sagen. Prost, schön, dass ich bei euch da Ja, sein darf, schön, dass euch du mal da kennenlernen darf. Dito? Apropos kennenlernen, wann habt ihr euch kennengelernt? Wie lange seid ihr jetzt schon Oh, zusammen unterwegs? 2001. 21 Jahre. Ah ja. So lange sind wir schon zusammen. Mit einer Festnetznummer auf einem Bierdeckel fing es an. Wer hat wen zum Campen gebracht? Oder seid ihr beide? Ich habe ein Wohnmobil ausgeliehen. Ja. Kam ein Bekannter von meinem Vater, hatte ein riesen Wohnmobil. Ich sag, ey, das ist ja geil. Nichts mit Camping an der Möhre. Und dann habe ich gesagt, leist du mir das? Also ja klar, kein Problem. Und dann haben wir in Holland, In den Loben. in Hindeloop, einen Urlaub gemacht. Und dann habe ich gesagt, verkaufen wir das? Und dann hat er gesagt, ja, mache ich. Und hat es verkauft. Und seitdem sind wir Camper. Texel in den Niederlanden. Hier haben Sophia, Carsten und ihr Sohn Paul Station mit ihrem riesigen Linienbus-Camper gemacht. Eine gehörige Nummer kleiner gefällt den dreien aber auch. Mit dem Rad erkunden sie die Insel. Schön, ne? Voll süß. Machen wir da mal eben eine Pause, ne? Vor allem Familienvater Carsten genießt solche Momente. Einfach mal dem Alltag entfliehen. Sowas wie hier ist perfekt. Ne? Da bin ich gezwungen, mal nichts zu tun. Und das muss auch mehr kommen in Zukunft. Dass das mal ein Wochenende oder auch mal in der Woche mal 1 oder 2 Tage sind, die du wirklich nichts machst oder mal was komplett anderes machst. Ne? Um mal nicht an den Job zu denken. Das ist auch einfach super wichtig, weil wir haben beide Fulltime-Jobs und da müssen wir echt uns auch mal dann Pausen gönnen, also sonst wird das nichts. Dann geht es wieder auf die Räder. Denn die drei haben ein bestimmtes Ziel. Da lang. Hier runterparken. Mit dem Rad direkt bis ans Meer. Hammer, ne? Das ist Holland, ne? Krass, oder? Die Schönheit der Natur verschlägt selbst dem sonst so gesprächigen Carsten ein wenig die Sprache. Ich bin gerade etwas geflasht von dem Größenverhältnis. Mega. Das ist Strand. Strand. Und nicht Strand. Selbst Malotza hat nicht so einen schönen Strand. Also, das ist cool. Und bei diesem schönen Anblick kommt Autofreak Carsten gleich wieder auf neue Ideen. Genau mein Ding. Wir brauchen ein allradbetriebenes Kfz, was wir mitnehmen. Und dann hier über den Strand plästern. Versteh nicht so schlecht. Ja, du hast mich schon verstanden. Ich habe so ein Piepen auf dem Ohr, Ja, glaube ich gerade. Piept die Glaubert. Wir brauchen ein 4x4 betriebenes Kfz für diesen Strand. Also irgendwie, ich weiß nicht, du nuschelst, glaube ich, gerade ein bisschen. Hörst du mich? Manchmal reicht es auch einfach nur zu genießen. So wie Sophia, Carsten und ihr Sohn Paul am Strand von Texel. Spanien. Hier sind auch Petra und Rüdiger Erbslö mit Fahrrädern unterwegs. Das Ehepaar genießt die Attraktionen der Küstenstadt Blanes, wie den gigantischen Kakteenpark Piña de Rosa.
Schauen wir mal, wo es reingeht hier, ne? Ja. Das wurde hier als Sehenswürdigkeit angepriesen und Kakteenpark bin ich noch nie gewesen. Deswegen sind wir hier. Ja. Also ich. Ja. Du? Ich bin hier, weil die Petra das sehen möchte. Nach 40 Jahren Ehe ist Rüdiger zu manchem Kompromiss bereit. Wie nennen Sie Schwiegermuttersitz? Ja, weil böse Schwiegermütter oder Setzt man da Schwiegermütter drauf. setzt man da drauf und die haben es dann verdient, ne? Dass der Schwiegermuttersitz, so kenn ich das. Petra ist fasziniert, Rüdiger eher nicht. Für ihn sieht ja alles gleich aus und wirkt wie eine Art Kakteenlabyrinth. Er will nur eins, schnell wieder hier raus. Schätzchen, wo hast du den Ausgang versteckt? Da unten irgendwo. Wir müssen noch so und so gehen. Vielleicht kann Petra ja doch noch das Interesse ihres Mannes für Kakteen wecken. Aber das wäre doch praktisch, ne? So ein paar Kakteen im Garten, wenn wir nicht da sind, wenn wir unterwegs sind. Wird sowieso heißer, brauchst nicht gießen. Und ich fahre dann mit dem Rasenmäher vorbei und stech mich dann jedes Mal. Ach Ja. gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt Richtung Ausgang. Komm, Attacke. Ja, zeig mir mal, wo der Ausgang ist. Ja, das, Oder soll ich dich führen? Wenn ich das wüsste, du weißt ja, ich habe meinen Kompass nicht mit. Keine Chance für Petra. Rüdiger will einfach nur raus. Ich glaube, in einer Partnerschaft muss man auch Kompromisse eingehen und man darf manche Dinge auch nicht so verbissen sehen. Also es ist ja nichts Schlimmes, ob ich jetzt Sünder gerne oder nicht. Es ist ja keine Ehedrama, soll man draus machen. Und da sieht man das mit Humor. Also das ist wenigstens bei uns so. Komm mal, Schatz. Mein Schatz, Ich erlöse dich. du nimmst mich mit? Ich nehme dich mit. Guck mal, Komm, da oben, Schätzchen. da finde ich halt nett, bunte Papagei oder. Oh. Da oben am Eingang. Plötzlich ist Rüdigers Interesse doch noch geweckt. Und er zeigt sich von einer ganz anderen Seite als in den Stunden zuvor. So traulich. Hola. 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 Sehr gut. Hola. Fein. Oh, sehr schön. Ja. Und Hola. wieder hoch. Oh, guck mal. Saint-Tropez an der Côte d'Azur. Camperneuling Mette genießt mit seiner Familie das Leben an der französischen Küste. So, sucht euch einen Platz aus. Hier ist so schön, Schatz. Ja. Von ihrem Campingplatz führt ein privater Strandzugang direkt zum feinen Sandstrand. Vor allem Mettes Töchter genießen die Zeit am Meer. Wie ist es? Setzt euch rein. Ja, spritzt sie mal nass. Für mich ist das Wichtigste ja, dass die Kinder glücklich sind. Ne? Und hier lässt du sie gehen und den ganzen Tag haben sie ihren Spaß und sind dann am Ende dann super glücklich. Ich krieg die jetzt bestimmt auch nicht mehr raus hier aus dem Wasser. Saint-Tropez, die Stadt der Reichen und Schönen. Auch die Karakurz wollen einen Blick auf den Luxus und Glamour der Küstenstadt werfen. Für mich ist es jetzt auch mal schön, aus dem Campingplatz rauszukommen und mit den Kindern mal jetzt was anderes zu erleben oder zu erkunden, auch mal ein bisschen wieder so schickimicki. Das sind dann keine Armbändchen hier vom Campingplatz, sondern eher so Goldarmreife. Ne? Also den Unterschied sieht man. Und wenn man im Parkhaus sein Rolls-Royce hier waschen lassen darf, ne? Also kann man so einen kleinen Unterschied hier erkennen. Trotzdem besticht Saint-Tropez auch durch eine schöne, gemütliche Altstadt. Die Karakurz sind begeistert. Oh, mega Gassen, wirklich, ein Traum. La vita, deutsche Vita. Deswegen reise ich auch, um Erinnerungen zu sammeln. Und das macht, finde ich, einen auch reicher. Apropos reich. Am Hafen reiht sich eine Luxusjacht an die andere. Dafür haben die Karakurz aber keinen Blick. Sie sind eher von anderen Dingen fasziniert. Ist echt. Nein, das ist eine Skulptur. Nein. Steht doch da. Never ever, nein. Wahnsinn, Wahnsinn. Ist tatsächlich nicht echt. Hör mal. Zurück am Sorpesee. Dort berichten mir die Dauercamper Nadine und Marcel über ihre ersten Camping-Erfahrungen.
Vor knapp 2 Jahren erhielten sie die Chance, diesen Wohnwagen direkt am See gelegen zu kaufen. Ihr habt wahrscheinlich nicht lange überlegt, ne? Ob ihr dann wirklich zuschlagt, als euch das Angebot gemacht wurde. Ne? Überhaupt nicht. Ja. Wir wollten es unbedingt haben und vor 6,5 Jahren ist Marcel krank geworden. Da gab es einen Schicksalsschlag, der unser Leben einmal so um 180 Grad irgendwie gedreht hat. Ja. Er hatte einen Gehirntumor und Da hat man dann einfach gesagt, komm, nach dem, was wir jetzt erlebt haben, machen wir es einfach, genau. oder? Da überlegst du nicht mehr. Da machst du einfach nur noch. Ja. Zum Glück konnte der Tumor rechtzeitig entfernt werden. Diese Diagnose Gentumor war natürlich hart. Heavy, ja. So, außer Frage. Aha. Also, du merkst halt, es kann von jetzt auf gleich vorbei sein. Und so war es Ja, bei mir, ja. ne? Weil das war ja bumm. Und so jetzt übertragen auf das Ding war das halt einfach nicht so lange überlegen, ey, lass uns das machen. Bringt euch das Camping denn noch mehr zusammen oder auch so ein bisschen vielleicht mal auseinander? Man muss sich mögen, ne? Man muss das, wenn jetzt einer sagt, ich schnarche und ich brauche ein eigenes Bett, dann klappt das nicht. Aber so ist das wir lieben das beide. Am nördlichsten Punkt Europas erleben Svenja und Jan aus Viersen eine emotionale Reise. Ein Trip zum Nordkap war der unerfüllte Traum von Svenjas verstorbenem Vater. Aber ich kann nicht so gut darüber sprechen, da muss ich voll heulen. Das ist ganz furchtbar. Ich fühle mich meinem Papa so ein bisschen nah irgendwie. 3.500 Kilometer sind sie mit ihrem umgebauten Kastenwagen bis zum Nordkap gefahren. Während dieser ganz besonderen Reise gibt Jan seiner Partnerin die nötige Kraft und ist an ihrer Seite, als sie das Ziel Nordkap tatsächlich erreichen. Auf jeden Fall Fotos bei dem Globus machen. Das müssen wir machen. Das Nordkap. Mehr als 200.000 Menschen kommen jedes Jahr hierhin. Der stählerne Globus ist der Eiffelturm Norwegens. Wer hier war, hat was zu erzählen. Machen wir jetzt das Selfie? Ja, oder? Los geht's. Das Nordkap war ja so das erklärte Reiseziel und auch wenn es schade ist, dass jetzt die Gegebenheiten hier vor Ort echt nicht cool sind, aber wir sind schon froh, dass wir es geschafft haben und wir können den Haken machen. Wir haben das Foto mit dem Globus gemacht. Ja, das war schon das Wichtige. Nach diesem beeindruckenden Moment genießen die beiden noch ein wenig Zweisamkeit. Auf dem vielleicht schönsten Campingplatz direkt am Nordkap. Wir haben jetzt ein paar Orte gesehen, von denen, die mein Papa auf seiner Reiseroute hatte. Und auch wenn wir noch längst nicht alles gesehen haben, was er aufgeschrieben hat, was er sehen wollte, weiß ich jetzt schon, warum er das machen wollte. Alles gut. Ich weiß. Ja, jetzt machen wir es. Svenja und Jan sind sicher, diese Campingreise hat sie noch enger zusammengeschweißt. Jade an der Nordsee. Hier bereiten Ines und Simone alles für den Aufbau eines kleinen Standes vor. Durch ihre Krankheit war Simone in den vergangenen Jahren oft allein. Viel Zeit hat sie mit Häkeln und Basteln verbracht. Ihre Arbeiten will sie jetzt gegen eine kleine Spende weitergeben. Ich traue mich gerade noch nicht so selber. Ich weiß gar nicht. Nee, genau. Du, ich kaufe dir alles ab. Immer die, ja, genau. Mein Gott. So. Ja, ich habe viele schöne Dinge. Ja, das ist das Positive, wenn man nachts nicht schlafen kann vor Schmerz. Ne? Da entsteht dann auch sowas. Ne? Genau so. Eine kleine Ablenkung von den Schmerzen. Ob sie den Geschmack der Campergemeinde damit trifft? Diesen hier?
Ja. Komm, ich mache Ihnen den mal ab. Ich habe auch meine Malsachen mit. Ach, wie schön. Ja, siehste, guck mal. Was malen Sie denn? Aquarell. Ach, wie schön. Ja. Moin. Der ist ja toll. Guck mal, für den Fahrradanhänger für die Hunde. Wie findest du den? Gut. Wir nehmen den mit. Ach, das freut mich ja sehr. Ich bin ganz glücklich, dass das nett ankommt. Und man kommt wieder in Gespräch miteinander. Ein kleiner Erfolg. Für Simone enorm wichtig. Ich sticke, häkel viel, das ist einfach nett. Und fühlt euch nicht genötigt, das ist jetzt einfach nur mal drüber gucken und so. Genau. Und die Campingtopflappen, ne? Die Ja, sind da war nämlich keine. Echt? Ach, wie süß. Die hättest du gerne. Ja. Dann spende mir doch einfach was und dann ist alles gut. Okay. Nee, guck mal, mach das mal so. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr. Ja. Tschüss. Durch das Campen hat Simones Leben trotz aller Einschränkungen noch mal richtig Fahrt aufgenommen. Vor allem aber auch dank Ines. Das ist schon ein großer Halt, ne? Wenn der Partner dann hinter einem steht und nach einer Lösung sucht. Ja. Das wird auch immer so bleiben. Danke. Dito. Ines war immer so der Fels in der Brandung. Sie ist eine ruhige Frau, die immer so im Hintergrund steht, aber wenn was ist, dann kann sie auch mal vorkommen und dann ist sie wie ein Löwe. Wenn ich gebraucht werde, Ja, bin ich genau. da. Ja. Frankreich. Auf einem Campingplatz an der Loire wird es gegen Abend bei Britta und Andreas romantisch. Enchanté, Madame. Schöner Tag. Ich kann mit Andreas die Dinge erleben, die ich mir halt immer so gewünscht habe. Es ist nicht einfach, irgendwie einen Partner zu finden, der irgendwie auch so ein bisschen verrückt ist. Und einige Dinge musste ich dann immer alleine machen oder mit den Kindern. Das verbindet. Und ich habe ja schon mal gesagt, also für mich sind Erlebnisse halt die Schätze des Alters, die Geschichten, die man sich erzählen kann. Und das merken wir auch so, dass wir immer häufiger so zusammensitzen und dann sagen, ey, weißt du noch damals? Dafür bin ich dankbar, dass er das mit mir macht. So, das ist ganz, ganz kostbar. Ist das. Salute. Ich liebe dich, kleine Zahnfee. Auch in Spanien knistert es abends gewaltig. Zumindest im Wohnmobil der Erbslös. Wir könnten uns Liebesgrüße aus Moskau angucken. Um diese Zeit so abends so, wird schon kühl, dann macht man hier so einen kleinen Fernseher. Und in der Not Sex, also bitte. Das geht immer. Ich. Nicht mehr so gelenkig wie früher. Ne? Oh, jetzt keine Bilder. Nein. Hundebabys. Campen bedeutet aber nicht nur pure Romantik, sondern auch mal richtig viel Action. Und die erlebe ich mit Dauercamper Marcel. Mit dem Stand-Up-Pedal geht es auf den Sorpesee. Ist ja auch gerade voll im Trend, ne? Stand-Up-Paddling. Ja. Und du hast den See vor der Tür. Gehst du häufig? Wenn wir hier sind, gehen wir. Immer? Also entweder ganz früh morgens oder abends ist auch sehr schön dann. Ja. Ne? Tagsüber ist hier richtig was los. Ja. Viele Segelboote, Surfer und alles. Ne? Angler, hast ja alles hier. Aber jetzt haben wir ja, wie du sagst, alles für uns. Jackpot. Super, machen wir. Mein Camping ist auch immer so ein bisschen Abenteuer, ne? Also ich sag mal so, reinfallen will von uns definitiv keiner. Das ist schon was kälter, das Wasser. Ja, hatte ich auch nicht Freude. Zum Glück stelle ich mich ja auf das Brett und liege nicht im Wasser. Zumindest noch nicht. Der Sorpesee ist der tiefste Stausee im Sauerland. Ein Paradies für Wassersportler. Egal, ob man hier segelt, schwimmt oder, so wie ich gerade, mit dem Stand-Up-Pedal unterwegs ist.
Sagen Sie nichts, ich weiß, Eleganz sieht anders aus. Aber ich finde, das hat doch schon ganz gut geklappt, oder nicht? Super. Hat richtig Spaß gemacht. Echt, den ganzen See für uns gehabt. War ein bisschen trubelig. Ja, ne? Ein bisschen Abenteuer. Ein bisschen Abenteuer, so ist es eben. Jade an der Nordsee. Hier waren Ines und Simone schon mit dem Einparken ihres Wohnwagens ziemlich gefordert. Jetzt gibt es ein anderes, schwerwiegenderes Problem. Läuft das da wieder so raus? Ich höre da mal, da läuft das raus. Wieder. Das ist aus der Heizung, siehst du? Vor der Abfahrt haben sie das Wasser abgelassen. Simone weiß, wo der Schalter ist und bemerkt, der ist ja noch geöffnet. Läuft das noch? Guck mal, Ines. Ich habe den umgelegt. Hast du das Ding gemacht jetzt quer oder links? Quer. Quer, okay. Ich höre das immer noch plätschern. Der blaue Hebel ist das Ablassventil. Quer bedeutet eigentlich zu. Trotzdem tröpfelt es. Läuft immer noch, ne? Das kann ja jetzt nicht sein. Das kann ja nicht, wenn ich den Hebel verändere, muss ja irgendeine Reaktion sein. Es kann ja nicht sein, dass da gar keine Wirkung ist. Bin auch ratlos. Darf ich Sie um Rat fragen? Da löppt das Frischwasser raus. Wissen Sie zufällig, was das sein kann? Reingucken. Ja, gerne. Wolfgang Körber und seine Frau Petra sind seit 2,5 Jahren mit dem Wohnmobil unterwegs. Wolfgang hat sofort eine Idee, wo der Fehler liegen könnte. Ach, haben Sie einen Knopf gesehen? Ja. Rechte Seite, ganz unten. Läuft es denn noch? Es hat aufgehört. Aha. Hier, wir haben den Joker. Herzlich willkommen in der Serie Wir werden Camper. Sie haben uns gerade richtig gut geholfen. Wir sind Neulinge, Sie merken das. Ja. Italien. Bei ihrer Tour durch die Toskana sind auch Petra und Rüdiger Erbslö durchaus auf fremde Hilfe angewiesen. Auf dem Weg zum nächsten Campingplatz will Rüdiger in einer Kurve wenden. Keine gute Idee. Das ist Vorderradantrieb. Und in dem Moment, das ist aber bei jedem, sobald du matschig bist, ist das Thema durch. Die knatschen sich in den Matsch rein. Eigentlich ist Rüdiger gut ausgerüstet, mit Sandblechen und Schaufel. Aber können die wirklich helfen? Also jetzt rückwärts, so jetzt. Geht ja nicht. Da machen wir jetzt Steine rein. Und nicht die Matte. Vielleicht klappt das ja. Probieren wir mal. Scheiße. Warte. Warte, spul nach vorne. Wollen wir noch so eine Matte? Jetzt rutscht wir wieder, ist wieder gerutscht. Wir müssen rausgezogen werden. So. Oder doch noch mal mit den Sandblechen? Nee. Oh, warte mal. Ich habe jemanden. Ja, glaube ich nicht. Guck mal hier. Ein italienischer Bauarbeiter ist zufällig an der Stelle vorbeigekommen. Und er hat vielleicht die Lösung. Ein einfaches Seil. Oh, ist die nass, die Erde. Ich muss an die Achse. Ja. Da Rüdiger keine Anhängerkupplung hat, muss das Seil an der Hinterachse festgemacht werden, damit nicht die komplette Verkleidung abreißt. Hoffentlich klappt es jetzt. When the, was heißt I? When it's strong, he drives. Yes, I say. Okay. Ich sag dir, dauert Rüdiger noch nicht? Jetzt, komm, weiter, ja, weiter, stopp, da hinten ist was. Sorry, aber... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
Ah, perfetto. Mille grazie. You are you are the best. Geschafft. Für den Bauarbeiter eine Leichtigkeit, nicht aber für unsere Camper. Die sind einfach nur dankbar. Ich glaube, meinem Mann geht's sehr beschissen. Weil er hat gemerkt, dass das scheiße war, wie er gefahren ist. Im Prinzip habe ich nicht viel falsch gemacht. Sorry. Die Petra wäre ganz anders. Ich bin ja hier reingefahren und dann so, wollte ich so wenden, so und dann raus. Das war meine Idee. Die Petra sagt, warum, die würde dann da reinfahren, rückwärts und dann so raus. Das sind zwei verschiedene Gedankengänge. Beide stimmen, beide kann man machen. Nur meine war falsch. Wie man gesehen hat. Ja. Mit dieser späten Einsicht geht es weiter auf ihrem Trip quer durch die Toskana. Nach dem Stand-Up-Paddling im Sorpesee brauche ich nun eine Stärkung. Und die bekomme ich bei den Dauercampern Nadine und Marcel. Ich habe fast gesagt, so gehört sich das. Ne, Quatsch. Aber ich sag mal, jetzt mit so einem Blick hier die Pizza vorbereiten, hat Kochen natürlich mit auch was. Ne? Aussicht, sag ich Kochen mal. mit Aussicht, genau. Aber schön habt ihr es hier. Ja. Sieht echt cool aus. Wer macht hier so das Interieur? Die Frage erübrigt sich, ne? Obwohl ich jetzt auch nicht so die Deko-Queen bin, aber Ja. ich habe mein Bestes gegeben. Aber wirklich, hier lässt es sich aushalten, absolut. So, und hier ist, darf ich mal reingucken? Hier ist euer Schlafzimmer. Klar, darfst du reingucken. Ja, ich bitte drum. Ja, man hat immer so ein bisschen Respekt natürlich, weil Nein, ein Schlafzimmer versteh ich. so, Ja. ne? Aber es sieht toll aus hier, wirklich. Aber habt ihr ein bisschen was gemacht, oder? Ein bisschen. Es war hart, sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Also im Ganzen, wir haben unseren Urlaub gecancelt und haben dann das gemacht. Ja. Wie lange habt ihr gebraucht? Oder ist das so 2 Wochen am Stück? Okay. Also wirklich von morgens bis abends. Und hier war ja die Sitzgruppe, so eine Rundsitzgruppe mit Tisch. Und da wir das ja ins Vorzelt verlagert haben, haben wir gesagt, das wird auf jeden Fall unser Bett, damit wir, wenn man da liegt, unseren Mehrblick haben. Ja, guck mal. Oder halt, da geht halt auch die Sonne auf. Ne? Ist ja echt toll. Das ist herrlich, wirklich. Also hier so aufwachen morgens ist ja wirklich genial. Absolut. Wirklich toll. Wie, ich sag mal so, das war jetzt fast romantisch, aber jetzt mal kurz unromantisch. Nochmal, was habt ihr denn bezahlt für die ganze Nummer? Ja, 11 haben wir bezahlt für den Wohnwagen. Um den quasi zu übernehmen? Genau. Du kaufst ja nicht das Grundstück, du bist ja Pächter, aber so den Wohnwagen mit dem Vorbau und allem haben wir 11 bezahlt. Und dann haben wir noch mal, glaube ich, so 3 reingesteckt, ungefähr. So, und hier findet dann eigentlich so überwiegend das Leben statt, denke ich, ne? Hier so im Vorraum. Kocht ihr mehr oder seid ihr mehr unterwegs und holt euch was? Wir kochen. Nee, wir kochen schon. Ja? Ich meine, das gehört ja auch eigentlich irgendwie so zum Campen dazu. Aber einfache Sachen, ne? Also Ja. Den Gänsebraten machen wir jetzt nicht hier, aber so Pizza ist natürlich immer beliebt oder auch mal Pommes. Ja. In der Heißluftfritteuse, einfache Sachen. Einfache halt. Sachen, ne? Camping-Sachen halt, ne? Pizza, Ja. Pommes oder mal was auf den Grill werfen. So ist es eben, ne? Frankreich. Britta und Andreas sind auf dem Weg zu einer Austernfarm. Die Ile de Ré ist bekannt für frische Austern. Das Paar aus Dorsten möchte wissen, wie die kostbaren Muscheln wachsen und schmecken. Wie die produziert werden, wie die gefischt werden, interessiert mich. Wie die zubereitet werden, interessiert mich. Und dann interessiert mich auch, ob es Britta schmeckt. Und wenn es richtig lecker ist, sagt sie, oh, das ist was für dich. Und dann komme ich ins Feld. Vorher nicht. Bonjour. Bonjour. Austernzüchter Thierry Florentin zeigt dem Paar die Austernbecken. Britta ist zunächst skeptisch, ob sie die Delikatesse wirklich probieren will. Die sind erst im Meer, die Austern, und die werden Bekommen dann dann halt, ihren genau, die Geschmack werden dann dann hier hier. hingeholt. Und Weil der dann, Salzgehalt niedriger ist. ganz genau. Alles klar. Ja. 10 Tonnen Austern produziert Thierry jedes Jahr. So frisch bekommt man die Delikatesse nur selten. Daher auch der Sinneswandel. Zumindest bei Britta. Ab. Ich mach die Augen zu. Na, ist gut. Und jetzt einfach nur so. Yes. Nicht so schlimm, wie ich dachte. Gut? Ja, c'est bon. Merci beaucoup. Wow, das war jetzt sehr aufregend. C'est bon. La première fois. Auch Andreas probiert eher ungern unbekannte Dinge aus.
Macht er heute eine Ausnahme? Ich probiere das jetzt. Ich möchte das Gesicht sehen. Andreas schluckt sie einfach runter. Ein Sündenfall für jeden Kenner. Wollen wir mal so sagen, die Auster hat es mir sehr leicht gemacht. Sie ist direkt runtergerutscht. Sehr schnell. Also dieses Glibberige habe ich gar nicht gehabt, weil ich nicht draufgebissen habe. Ich habe sie da Macht man missachtet. ja, glaube ich, auch Im nicht. vorderen Mundbereich habe ich sie missachtet und nur geschluckt. Und das geht zügig. Und jetzt habe ich einen salzigen Nachgeschmack. Ja, ist ja... Ist nicht schlecht, ne? Ne? Seine Lieblingsspeise wird die Auster wohl trotzdem nicht. Aber Andreas hat auf dieser Reise mit Britta wieder etwas dazugelernt. Manchmal muss man was Neues machen, um festzustellen, dass du vorher dich irgendwie angestellt hast. Die Austernfarm. Ein authentisches Kulturerlebnis für Britta und Andreas. Italien. Auf einem Wochenmarkt in Rivoltella sind die 3 Freundinnen Melanie, Annette und Heidi auf der Suche nach landestypischen Leckerbissen. Ciao. So, which one are the most typically olives you have? Die Auswahl ist groß. Daher wird erst einmal probiert. Stein drin, pass auf. Boah, ich sag's euch. Spürt ihr das? Also Italien, oder? Okay, sollen wir mitnehmen? Wir nehmen euch mit. Die Entscheidung ist schnell gefallen. Auf dem Markt gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Sogar flirtende Italiener. Anche pomodoro super gut per madame. Ja, Che bel piccolo che te gelle. Ja, Lucky. Hallo madame. Ja. Germany? Ja. Madame Germany super gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao. Die Côte d'Azur. Hier will Familie Karakurt den Abend auf dem Campingplatz mit einem kulinarischen Leckerbissen abschließen. Ich mache dann den Salat. Ja, Schatz. Ne? Das Der in kann ja Ordnung. mal heiß werden. Tust du schon mal das Fleisch raus? Da habe ich schon. Ah ja, okay, gut. Heute gibt es frische Lammkoteletts vom Grill. Wenn man die Möglichkeit hätte, für immer so einen Blick zu haben, ne? Und wenn jetzt mein täglicher Tagesstress das wäre, dass ich jetzt den Grill hier anschmeißen muss, ne? Also damit wäre ich gut zu leben. Ne? Seine Frau Derja ist nicht ganz so begeistert. Das sehe ich jetzt so immer als Abenteuer und das gehört dann dazu, das macht mir dann Spaß. Zum Urlaub, da möchte ich mich natürlich auch ausruhen und mich einfach bedienen lassen. Schatz, wie lange braucht ihr denn noch? Wir sind doch fertig. Lammkoteletts mit Salat und französischem Baguette. Das perfekte Campingdinner für Familie Karakurt. Und der ist gut. Der ist gut. Schmeckt der? Ja. Wir haben jetzt einfach mal angefangen. Ja, alles gut. Macht ihr mal. Die Karakurts aus Dortmund genießen das leckere Essen unter freiem Himmel. Dazu noch ein kühles Glas Wein und der Abend ist perfekt. Gutes Essen, tolles Wetter, mega Aussicht, Kinder glücklich, Flasche Wein, was will man mehr? Ne? Also das grenzt schon sehr stark, Schatz, so nach so einem Traumurlaub. Ne? Genuss pur an der Côte d'Azur. Für Familie Karakurt ein absolutes Highlight. In Schweden haben es sich Alex und David in ihrem Unimog bequem gemacht. Gut geschützt vor dem Regen bereiten sie sich im Fahrzeug ein kleines, aber feines Menü zu. Praktisch, dass wir jetzt das Aufstelldach haben. Ja, im Regen. Im Erster Regen. Test im Regen. Das, was wir jetzt hier gerade machen, das ist ja genau das, was wir uns immer gewünscht haben. Nämlich nicht oben im Dachzelt zu liegen und vom Regen geschützt sein, aber gleichzeitig eben nicht kochen können. Beim Regen bewegen und trotzdem irgendwie ein bisschen aktiv sein und nicht nur da liegen und warten im Dachzelt, bis der Regen aufhört. Und wenn es dann nur noch tröpfelt, können die beiden sogar die tolle Aussicht beim Essen genießen. Guck mal, da hinten, da ziehen sich die Wolken ein bisschen. Ja, Glück gehabt. Mhm. Wunderbar Hild. Mhm. Mhm.
Manchmal braucht es gar nicht viel, um glücklich zu sein. Am Sorpesee haben die Dauercamper Nadine und Marcel Pizza zubereitet. Und die wollen wir natürlich jetzt mal probieren. Ja, die ist gut, die kann Ja, man oder? rausholen. Soll ich? Komm, ja, sicher, ich schneide die. Die sieht doch hervorragend aus. Lecker. Gut. Ja? Kompliment. Danke. Seid ihr dann auch schon mal mit den Nachbarn irgendwie so zugange, was Essen angeht, dass man mal irgendwie so... Wenn der sich Pizzaofen trifft hier und- steht, dann kommt schon Ja. mal der ein oder Ja, andere. immer der Nase nach, ne? Genau. Das riecht nämlich echt gut, ja. Gibt es also absolute No-Gos irgendwie, dass man, wenn man nur einen falschen Schritt auf die Parzelle macht oder so, dass dann schon Theater ist? Oder? Nee. Nee. Freilaufender Hund ist manchmal ein bisschen schwierig, aber Genau. sonst. Ja. Aber sonst, der Camper ist ein geselliger Typ. Ne? Der weiß ja, worauf er sich einlässt. Und jeder hilft jedem und man kommt zusammen, man baut hier eine Tafel auf oder so. Also das ist schon so gegeben. Das kann ich schon so bestätigen. In Spanien geht das Rüdiger Erbslö und seiner Frau genauso. Wir sind eingeladen, aber man bringt da was mit. Ne? Und dann bringt jeder seinen Stuhl mit, womöglich noch seinen Tisch. Dann stellt man den aneinander und dann ist gut. Und dann macht man Party. Guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Bauen wir hier an, genau. Ja, hast du recht, genau. Ja. Hallo, Petra. Die Erbslös sind fast 1400 Kilometer von ihrer Heimat am Niederrhein entfernt. Dennoch fühlt es sich hier inmitten der vielen Deutschen heimelig an. Einige der Campingfans kommen seit Jahren hierher. Wir sind langjährige Freunde und ja, und da ergibt sich das ganz oft so, dass wir hier sitzen und frühstücken, grillen, mittags beim Käffchen. Und jeder bringt eine spannende Lebensgeschichte mit. Wie das Ehepaar aus der Schweiz. Vor 6 Jahren wurden sie Camper. Nachdem ich in Rente gegangen bin, haben wir uns entschieden, Camper zu werden. Es kam einfach die Idee, dass du frei bist, dass du hingehen kannst, wo du willst, dass du bleiben kannst, wo es dir gefällt. Und wenn es dir nicht gefällt, ziehst du weiter. Wir sind insgesamt über das ganze Jahr gesehen 6 bis 7 Monate unterwegs. Mit am Tisch ist auch Frank. Der Berliner reist alleine. Seine Pläne gehen sogar noch weiter. Wenn er in Rente ist, plant er dauerhaft in sein Wohnmobil zu ziehen. Aber die Wohnung gekündigt und dann Aber zieht so, man das weg. ist schon der harte Kern. Man muss ja auch gucken, wie man finanziell zurechtkommt. Ne, und hier zahlt man auf dem Platz, ich weiß nicht, Also wenn vielleicht alle da 400 Euro im Monat Ja, schon für irgendwo Strom, dazu haben. allem drum und dran. Das geht dann, das kann man sich leisten. Urlaub mit dem Wohnmobil. Mit vielen neuen Eindrücken und Bekanntschaften. Oh, der geht manchmal nicht. Das kenne ich. Wohin? Wahrhaftig seine Frau. Immer, immer. Egal. Sag bloß. Auf die Freundschaft. Zum Wohl. A votre St. Denis. Auf einen schönen Campingurlaub und noch viele besondere Momente im Jahr 2023. Das waren sie schon, unsere schönsten, skurrilsten und außergewöhnlichsten Campingmomente unserer Camper. Ich habe für mich wieder gelernt, beim Camping ist fast für jeden was dabei. Vielleicht hat ja auch was für Sie gepasst. Und Sie entdecken jetzt die schönsten Reiseziele. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.